Ja, moin. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit auf die Reise von dem neuen Charakter und hatte vor, einen Archer mit euch komplett durchzuspielen. Ich habe mich für einen weiblichen Archer entschieden, weil der ein bisschen süßer aussieht. Und ich hatte die Idee, dass ich ihn am Ende grün-braun gestalte. Und deswegen habe ich ihm die grünen Augen und die braunen Haare halt gegeben. Als Name habe ich ihn Dom Milan genannt, weil er halt viel mit Falken und so arbeitet. Und ja, ich mag einen Milan. Ich hätte ihn vielleicht Dom Milana nennen sollen oder so, irgendwie sowas. Aber jetzt heißt er so und so werde ich ihn jetzt auch spielen. Und ja, also, dann würden wir jetzt in das Tutorial starten. Aber vorher gehe ich mit euch noch einmal kurz die Regeln durch. Ich werde jedes Dungeon versuchen solo zu spielen. Wenn ich mal irgendwo Hilfe benötigen sollte, dann werde ich es höchstens von Spielern machen, die so auf dem gleichen Level sind oder in der gleichen, in der gleichen Situation sind wie ich ungefähr, ne? Also jetzt nicht irgendwie mich von einem Max-Level-Charakter durchziehen lassen, das habe ich nicht vor. Kein Echtgeld aufladen, ist ja, was heißt selbstverständlich, aber das würde natürlich einiges erleichtern und das habe ich nicht vorzumachen. Ich werde mir kein Gold von meinen höheren Charakteren rüberschicken. Das werde ich auch nicht machen, das werde ich mir auch nicht benutzen oder so. Ich werde für die Dungeons und allem drum und dran, werde ich kein IM-Gear benutzen. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht den krassesten Rücken kaufen und sagen, hier, damit ist es doch einfach, sondern einfach nur damit ihr seht, dass es auch ohne all dem ist es möglich. So, es erleichtert natürlich einiges und es ist viel, viel einfacher, wenn man es denn hat, aber ich werde es versuchen, in dem größten Teil ohne zu benutzen. Gerade für Dungeons oder Missions, so, ne? Und halt den Markt, gut, den kann ich natürlich benutzen, wie ich möchte. Ich kann Sachen verkaufen, ich kann Sachen kaufen. Also ich muss mir jetzt nicht alles erfarmen, ne? Nicht so wie man sonst denkt, dass alles selbst erfahrbar ist. Das werde ich da wahrscheinlich nicht machen. Wie ihr hört, ist das natürlich auch eine kleine Challenge, auch für mich selber, weil ein Archer ist nicht so einfach zu spielen, man kann sich nicht so schnell hochheilen. Aber ich lasse euch jetzt erstmal mit dem Intro-Video von Dragon Saga alleine und dann sehen wir uns nach dem Video wieder. Wer das überspringen möchte, das Video, der kann gerne einen Tick vorspulen. Das wird so 2 Minuten, 3 Minuten wahrscheinlich gehen, das Video. Und dann hört man sich gleich wieder. Long ago, a mighty god created the world of Dragonica. Man was given the earth, and dragons the skies above. The universe was in balance, so the gods slept. But humanity could not live in peace, and the dragons were drawn into war. They routed the armies of man until an alliance of champions stepped forth. Wielding elemental powers, they emerged victorious. The dragons withdrew for a realm of their own. But one among them, Elga, lusted for the power of the five elements. And after 1,000 years, he returned to begin a new war. From the darkness, 5 heroes arose to claim the elements. United, humans and dragons defeated the evil forces. The dark dragon Elga was imprisoned. Balance returned. For a time. The lands of Dragonica are rich in magic and myth. Over the course of centuries, many heroes have created legends of their own. Fierce warriors guard the countryside, battling foul creatures with swords and brave hearts. Wild magicians explore abandoned ruins in search of spells and artifacts and challenge for their skills. Swift archers roam the forests, moving silently through the trees, tracking elusive beasts. Crafty thieves prowl the city streets, emptying pockets and keeping to shadows.
giving to those in need. For 1,000 years, such heroes kept the balance and believed that the world was safe. But the evil dragon Elgar proved stronger than his chains. Now Dragonica's heroes must travel to distant lands. An alliance of champions gathers to battle Elgar's forces, but the Dragon Fellowship is not complete until you join us. So, dann sind wir auch endlich im Tutorial angekommen. Ist wie immer dasselbe. Du musst erstmal ein bisschen laufen, danach musst du ein bisschen springen, du lernst die Steuerung, redest mit der kleinen Layla, ist ja auch nicht das Problem, musst danach einen kleinen Wolf töten und das war's dann schon mit dem Tutorial. Bekommst aber eine Menge Geschenke, die sich später noch für sehr nützlich erweisen werden. Solltet ihr euch einen neuen Charakter machen, gebe ich euch den Tipp, macht dieses Tutorial einfach mit. Dann in der Stadt angekommen, bisschen hin und her laufen, Quest annehmen, Quest abgeben, hier und da. Eigentlich nichts Wildes bei, bis es dann endlich mal zur Missionsmap ging. In der Missionsmap hat man dann auch relativ schnell ein Level abbekommen und ich habe mich direkt als erstes für den Niederschuss entschieden. Als zweiten Skill nach dem Level Up habe ich mich für den Multishot entschieden, weil die beiden Skills sehr, sehr gut gegen die Bosse halt sind. Während des Bosskampfes habe ich nochmal ein Level Up gehabt, mir nochmal den Niederschuss nochmal einen hochgemacht, was natürlich dann noch mehr Boss-Schaden rausgehauen hat, was es sehr einfach im Low-Level gemacht hat. Belohnung abgeholt, dann ging es auch schon weiter mit Quest annehmen, Quest abgeben, wieder in die Stadt. Zusätzlich erstmal nochmal schnell die ganze Ausrüstung angezogen, die man bekommen hat. Und zusätzlich habe ich mir die Challenge noch gestellt, alle gelben Quests weiterzumachen. Somit bin ich nochmal in F1 rein und habe direkt beim ersten Monster ein Level Up gehabt. Habe mich dann für den Multishot wieder entschieden, weil Boss-Schaden kann man nie genug haben. Dadurch, dass ich jetzt relativ viele Skills hatte, ging der Boss auch ziemlich schnell platt. Wieder auf die Belohnung gewartet und wieder ab in die Stadt. Neue Quest angenommen und dann ging es weiter nach F5. Hier den kleinen Silber ein bisschen gerettet. Erstmal wieder durchlaufen. Eigentlich wieder gegen den kleinen Wolf kämpfen. Dieser war natürlich ziemlich schnell platt. Ging ziemlich einfach. Die beiden sind wieder vereint, sind glücklich, schön. Wieder ab in die Stadt, neue Quest angenommen, endlich ins neue Gebiet und da ging es dann in die nächste Missionsmap. Da hat man gemerkt, die Monster sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen kräftiger, ein bisschen tankiger, hat alles ein kleines bisschen länger gedauert, aber war trotzdem überhaupt kein Problem. Und da ich sowieso nur für die Quest drin war, konnte ich am Ende wieder rausgehen, ohne den Boss zu besiegen. Dann ein paar Quests gemacht, ein paar Quests angenommen, ein paar Quests abgegeben. Und dann war ich wieder bei der Missionsmap. Einfach F1 gemacht, den Boss getötet, danach F5 gemacht, F5 den Boss getötet und dann ging es auch schon wieder ins nächste Gebiet. Wir waren in Trader's Bridge, paar Quests, paar Monster getötet. So wie es sich die ganze Zeit schon zieht. Immer die gleichen Quests gemacht, immer die gleichen Monster getötet. Und dann F1. Und dann ging es irgendwann zu Wolf's Den. Als ich da dann angekommen bin, war das schon ein bisschen knackiger, muss ich sagen, weil die ganzen Monster viel mehr ausgehalten haben. Es waren andere Monster, es war halt ein bisschen schwieriger. Vor allem die Endbosse, der ist ein bisschen knifflig, hatte aber nicht die riesigen Schwierigkeiten, muss ich sagen, da der Archer eine sehr starke Klasse im Low-Level ist. Dann ging es halt weiter in F5, aber kurz Sanka getötet, was wieder ziemlich simpel war. Guckt ihr mal an, jetzt ist er wieder glücklich. So. Dann ging es auch schon ins nächste Gebiet. Auch wieder viele Quests gemacht. Und die ersten Schritte nach Port of Winds. Da dann wieder jede Menge geredet, jede Menge Quests angenommen, wie es sich halt im Low-Level so zieht. Sagen wir es mal so rum. Daraufhin habe ich mich dann auch ziemlich schnell an die lilanen Job Change Quest gemacht, damit ich endlich zum Hunter aufsteigen kann. Hier nochmal schnell der deutschen Community gegrüßt. Hallo. Und weiter geht's. Ging's wieder in die City Hall Sievers. Das Gegenmittel geholt. Einmal wieder zu Adeline. Einmal die Quest abgegeben. Das Gegenmittel geholt. Und dann ging's auch schon nach Wolf's Den. Das ist der Job Change Dungeon. Der war auch wieder ein bisschen kniffliger, das hat man gemerkt. Aber der Zwischenboss, eigentlich das kleinste Problem. Wie gesagt, dadurch, dass der Hunter halt ziemlich stark ist. Und dann kam Wolf's Den. Dieser war halt sehr aggressiv,
war aber lustigerweise mit dem Archer nicht so das Riesenproblem. Ich habe ein paar kleine Monster ein bisschen weggehauen und dann am Ende mich halt voll auf den Boss konzentriert. Und sieh da, der kleine Davy wurde vom Wolf wieder zum Schmied. Schön. Ab wieder zu Edelin. Einmal schnell die Quest abgegeben, neue Quest angenommen. Zu Hoffman, der gibt mir dann, ich weiß gar nicht wie der heißt, aber ich glaube der heißt Hoffman, hat mir den Report gegeben. Richtige Klasse auswählen beim Klassenmeister. Und somit war ich dann ein Hunter. Ein vollwertiger Hunter. So, und das war's dann mit dem ersten Video mit Part 1. Von Level 1 bis Level 20. Vom Archer zum Hunter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Channel, damit ihr Part 2, Part 3, Part 4 bis Part 500 nicht verpasst. Ich weiß halt noch nicht, wie viele Parts es werden. Und dann viel Spaß bei dem Spiel und bis zum nächsten Mal.